Hallo, mein Name ist Felix Weindl und ich bin Teil der Atos Manufacturing Industrie Digital Office. Ich bin verantwortlich für Innovation und digitales Business Development mit einem Fokus auf die Konsumgüterindustrie. Das traditionelle Geschäftsmodell vieler Konsumgüterhersteller via stationären Handel wird zunehmend ausgehebelt. 2021 hat der bzw. Ausbau eines Direct-to-Consumer-Geschäfts für Konsumgüterhersteller Priorität. Digitale Technologien spielen dabei eine Schlüsselrolle. Für ein perfektes Einkaufserlebnis sowie eine bedarfsgerechte Produktionsplanung und Supply Chain Management. Wichtig ist, die bestehenden Stärken wie lokale Präsenz, etablierte Liefer- und Produktionsketten sowie die Bekanntheit und das Vertrauen in die Marke zu nutzen und gleichzeitig mit der Online-Welt für ein perfektes Einkaufserlebnis möglichst intelligent zusammenzuführen. IoT erfasst dabei physische Kontaktpunkte mit der Marke und ermöglicht eine Interaktion mit dem Kunden. Analytics und künstliche Intelligenz helfen, diese persönlich und relevant zu gestalten, sowie dahinterliegende Geschäftsprozesse zu optimieren und automatisieren. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie wir das geschafft haben. Ein gutes Beispiel dafür, wie dies gelingen kann, ist unsere Zusammenarbeit mit einem führenden Konsumgüterhersteller für sein Kaffeegeschäft in China. Unser Kunde wollte mit schicken Kaffeeecken und frisch gebrühtem Kaffee zur Selbstbedienung für Büros wie hier einen neuen Vertriebskanal erschließen. Die wesentlichen Ziele dahinter waren: erstens, Aufbau eines Direktvertriebs mit vergleichsweise höheren Margen. Zweitens, Weiterentwicklung von einem Zielgruppenmarketing hin zu personalisiertem Marketing durch Erfassung und Analyse von Kundenrückmeldungen und Verhalten. Und drittens, Optimierung einer bedarfsgerechten Produktionsplanung sowie des Supply Chain Managements. Atos konnte dies mit einem agilen DevOps-Konzept für den Kunden realisieren. Entscheidend war außerdem die Expertise von der Hardware im Automaten über die Konnektivität hin zu den Applikationen und der cloudbasierten Plattform aus einer Hand und inklusive Betriebskonzept. Und Kaffeefreunde bekommen so stets ihr Wunschgetränk in Barista-Qualität. Und als Reaktion auf Corona auch komplett kontaktlos. Einfach Wunschgetränk auswählen, gemäß persönlichen Präferenzen bestellen und kontaktlos über WePay oder Alipay bezahlen. Und unser Kunde hat jederzeit alles unter Kontrolle. Sensordaten werden ausgewertet, sodass der Automat im Zweifel gewartet werden kann, bevor es zu einer Störung kommt. Gleiches gilt für Füllstände und Kundenpräferenzen. Künstliche Intelligenz hilft einerseits, Kunden passende Angebote und Vorschläge zu machen, andererseits, um Trends zu erkennen und Nachfrage vorherzusagen. Dies wird genutzt, um die Produktion und Nachfüllprozesse zu optimieren. Und auch in die Produktentwicklung fließen die Erkenntnisse ein. Und dank vernetzter Maschinen können jederzeit neue Rezepte oder auch Anzeigen auf die Automaten geladen werden. Unseren ersten Proof of Concept haben wir end-to-end innerhalb von 3 Wochen durchgeführt. Das war auch für unseren Kunden ein neuer Rekord hinsichtlich Geschwindigkeit. Und unsere Erfahrungswerte und Vorlagen haben geholfen, die Kosten im internen sowie im Wettbewerbsvergleich auf 1/3 zu reduzieren. Dadurch ist es uns gelungen, zügig über einen Piloten mit 30 Automaten in den Betrieb mit 300 Automaten überzugehen. Und bis Ende des Jahres planen wir mit einer deutlich 4-stelligen Anzahl an Kaffeeecken für Büros. Und aufgrund unserer flexiblen und skalierbaren Lösung können auch jederzeit weitere Kaffeemaschinen herstellerunabhängig angebunden werden. Und das ist erst der Anfang. Weitere Funktionalitäten sowie KI-unterstützte Services sind in der Vorbereitung. Und auch weitere Unternehmensbereiche jenseits des Kaffeegeschäfts stehen bereits in den Startlöchern. Ein ähnliches Konzept, allerdings noch etwas disruptiver in der Umsetzung, verfolgen wir mit unserem Kunden Goli in den USA. Außerdem zeigt dieses Beispiel, dass auch der umgekehrte Weg möglich ist. Goli ist ein 2017 gegründetes Unternehmen, das Apfelessig-Fruchtgummis als gesundheitsförderndes Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Diese werden im Wesentlichen online vertrieben und erfreuen sich einer schnell wachsenden Fangemeinde. Um zukünftig noch mehr Menschen zu erreichen und vor allem auch unterwegs, hat Goli gemeinsam mit Atos einen vollautomatisierten Micro-Retail-Kiosk entwickelt. Dieser funktioniert prinzipiell wie ein Amazon-Go-Laden in kompakt. Der Kiosk im Produktdesign ist leicht zu erkennen und zieht neugierige Blicke auf sich. Über Bildschirme wird der Kunde begrüßt und für ein perfektes Einkaufserlebnis durch den Kaufprozess geleitet. Der Kunde authentifiziert sich mittels traditioneller oder digitaler Zahlungsmethode und der Kiosk wird entsperrt. Kameras erkennen mittels künstlicher Intelligenz, welche Produkte entnommen werden und belasten das hinterlegte Zahlungsmittel. Der Kunde erhält seine elektronische Rechnung und kann umgehend seine Fruchtgummis genießen, während weitere Optionen zur Interaktion und Hilfe angeboten werden. Sicherlich wollen Sie dies am liebsten gleich selbst testen. Aktuell
werden die ersten dieser Kiosks in den USA und Kanada in Betrieb genommen. Und über die nächsten 5 Jahre werden wir in Summe 20.000 solcher Kiosks weltweit aufbauen. Athos ist dabei nicht nur für die technische Lösung gesamtverantwortlich, sondern auch für den Betrieb. Von der Auswahl geeigneter Aufstellorte über das Befüllen bis hin zum Abbau und Recycling am Ende des Lebenszyklus. Vernetzung, Analytics und künstliche Intelligenz spielen dabei eine fundamentale Rolle. Und vieles davon direkt im Kiosk, sprich on the edge. Haben Sie schon Ideen für Ihre Marke im Kopf? Weiterhin bieten sich auch für die Hersteller der Geräte selbst viele neue Möglichkeiten. Immer mehr Technik muss in einem ansprechenden Design verpackt werden. So können Hardware-Hersteller zu Lieferanten für smarte Systeme werden und sich so besser im Wettbewerb positionieren. Und auch die Vernetzung bietet für sie selbst neue Möglichkeiten, mehr über das Nutzungsverhalten zu lernen und darauf aufbauend Systeme zu optimieren oder auch weitere Services anzubieten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Systeme selbst als Service anzubieten, was wiederum für deren Kunden neue Optionen eröffnet. Fassen wir zusammen. Der Auf- bzw. Ausbau eines Direct-to-Consumer-Geschäfts hat für Konsumgüterhersteller aktuell Priorität. Für ein perfektes Einkaufserlebnis sowie eine bedarfsoptimierte Produktionsplanung sowie das Supply Chain Management. Digitale Technologien spielen dabei eine Schlüsselrolle. Gepaart mit dem benötigten Branchen-Know-how unterstützt Athos Unternehmen bei der Einführung innovativer Geschäftsmodelle. Von der Idee bis zum globalen Betrieb. Sicher und nachhaltig. Außerdem bleiben Sie mit Athos immer selbst Herr der gewonnenen Daten. Gerne beraten wir auch Sie persönlich und geben weitere Einblicke. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse und Happy Selling, powered by Athos.